Grüß euch Gott, es ist uns eine Freude, dass wir wieder miteinander unterwegs sein können in dieser besonderen Woche. Heute an diesem besonderen Tag, am Karfreitag, wo wir den Weg, den Jesus gegangen ist, gemeinsam nachgehen. Ihr findet wieder unterhalb den Text, immer die Station, das Gebet, das wir gemeinsam sprechen und das Lied. Und dazwischen hört ihr dann Gedanken von den Menschen, die wir hier gemeinsam in der Gemeinschaft leben. Ich hoffe, wir hören uns gut. Wir haben jetzt ein neues Gerät geschenkt bekommen. Danke dafür, dem edlen Spender. Danke fürs Dasein miteinander. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus, wir gehen diesen Weg mit dir an den unterschiedlichsten Plätzen, wo wir gerade sind. Zu Hause mit der Familie, vielleicht auch allein, hier in unserer Gemeinschaft. Aber viele gehen ihn eigentlich im täglichen Leben. Lass uns all die uns einfallen und die vielen, die unser Gebet brauchen, jetzt mit hereinnehmen, wenn wir deinen Leidensweg uns vor Augen führen und mit hereinnehmen all die diesen Leidensweg heute in dieser Zeit und darüber hinaus gehen. Erste Station: Jesus wird zum Tod verurteilt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Pilatus verurteilt Jesus, obwohl er ihn nicht als schuldig empfindet. Er hat Angst vor der Reaktion derer, in dessen Dienst er steht. Viele Menschen werden heute verurteilt, ungerecht verurteilt und haben keine Chance, sich zu rechtfertigen. Die Außenseiter, die kein gerechtes Verfahren bekommen, die vielen Flüchtlinge, die Armen in den einzelnen Ländern, alle sie sind verurteilt. Oft nicht bewusst, aber durch unser Tun. Wir können uns fragen, für wen trete ich ein, wem gebe ich meine Stimme, damit diese Person nicht ungerecht verurteilt wird. Wir können uns aber auch fragen, wen verurteile ich? So wollen wir beten: Jesus, befreie uns von der lähmenden Angst, die uns daran hindert, uns für andere einzusetzen. Zeige uns, wo wir Verantwortung übernehmen können. Und hilf uns, all die Menschen, denen wir begegnen, von denen wir hören, mit deinen Augen zu sehen. Wir singen: Du bist Verzeihen, du bist Versöhnung, Christus voll Erbarmen. Du bist Verzeihen, du bist Erlösung, Christus voll Erbarmen. Du bist Verzeihen, du bist Erlösung, Christus voll Erbarmen. Zweite Station: Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.
Jesus, du hast das Kreuz auf dich genommen, die Last des Kreuzes getragen. Welche Lasten müssen Menschen heute tragen? Ich denke ganz besonders an all die, die vom Coronavirus betroffen sind. Besonders möchte ich an eine Schwesterngemeinschaft denken, die trotz ständigem Zuhausebleiben vom Coronavirus stark betroffen sind. 6 Schwestern haben sich infiziert, eine Schwester ist gestorben. Die anderen Schwestern wurden auf andere Pflegeinstitutionen aufgeteilt, damit die Pflege weiter gewährleistet ist. Das Kreuz auf sich nehmen heißt in dieser Situation getrennt sein von den Mitschwestern, getrennt sein von der gewohnten Umgebung, getrennt sein vom gewohnten Klosteralltag. Es heißt, sich ganz neu auf alles einlassen müssen. Gott, stärke alle Menschen, die durch Alter oder durch Krankheit Lasten zu tragen haben. Wir singen das Lied Crucem, tuam. Crucem, tuam, adoramus, Domine, resurrectionem tuam, laudamus Domine, laudamus et glorificamus, resurrectionem tuam, laudamus Domine, Crucem tuam, adoramus Domine, resurrectionem tuam, laudamus Domine, laudamus et glorificamus, resurrectionem tuam, laudamus Domine. Dritte Station. Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Jesus ist gefallen, gestolpert. Das Kreuz liegt neben ihm am Boden. Es tun ihm die Fußknöchel, die Arme, die Schultern vom Tragen des Kreuzes und vom Niederfallen weh. Zusammengekauert kniet er am Boden, den Blick gesenkt. Er fragt sich, ob ihm die Soldaten gleich zusätzlich Schmerzen hinzufügen werden, weil er gefallen ist. Er spürt die spitzen Steine unter sich. Sein Knie ist blutig und schmerzt. Jetzt denkt er daran, wie er damals am Boden gehockt ist, im Sand, und geschrieben hat. Damals hat er eine Frau vor der Steinigung bewahrt. Wie oft hat er sich zu Straßenbrüdern, Blinden und Aussätzigen runtergebeugt.
um ihre Herzen zu berühren und sie zu heilen. Wie oft hat er im Gras gesessen, mit Menschen gemeinsam gegessen und gelehrt. Plötzlich fällt ihm ein spitzer Stein vor sich auf. Mit seinem Finger fährt er die Kante nach. Der hätte noch eine viel größere Wunde auf seinem Knie geben. Er denkt daran, wie viele Menschen er in seinem Leben noch nicht helfen konnte und wie viele in Zukunft noch seine Hilfe brauchen werden. Plötzlich wird er aus seinen Gedanken gerissen. Jesus blickt zum Soldaten rechts von ihm auf, der ihn mit einem Holzstock gestoßen hat. Aufstehen! Wir singen das Lied Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Vierte Station. Jesus begegnet seiner Mutter Maria. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Maria, du hast von Beginn an Anteil am Leben Jesu. Ihr habt viel Zeit miteinander verbracht. Du kennst ihn wie sonst niemand. Und so bist du auch jetzt da. Und als Mutter leidest du sicher noch viel mehr als alle anderen mit deinem Sohn mit. Jesus, auch für dich ist es sicher eine schwierige Begegnung. Du hättest deiner Mutter wohl gerne erspart, diesen Weg zu erleben. Beten wir für alle, die gerade Abschied nehmen müssen von ihnen geliebten Person. Vielleicht sogar jetzt in Corona-Zeiten, ohne sie sehen zu können, ohne sie hören zu können, wie die Agnes, ihre Oma. Für alle, die Abschied nehmen von Menschen, die heute oder in diesen Tagen im Krieg getötet werden, vor Hunger sterben, durch einen Unfall plötzlich aus dem Leben gerissen werden. Beten wir für all jene, die zurückbleiben, wie Maria zurückbleibt. Singen wir Bleibet hier.
Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet, wachet und betet. Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet, wachet und betet. 5. Station. Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Simon hilft, aber nicht freiwillig. Er muss gezwungen werden. Er war auf dem Heimweg und hat sich schon gefreut. Endlich Ruhe. Er wollte nicht helfen. Doch die Neugierde war auch da, was sich da alles tut. Und so wird er gezwungen. Er hilft widerwillig. Na, das Kreuz lässt ihn kalt. Doch da wird er auch gezwungen, sich mit dem Kreuz zu beschäftigen. Auch mit dem Kreuz anderer. Da wird ihm bewusst, Kreuz tragen helfen, nicht abnehmen, ein paar Schritte tragen. Denn jeder und jede von uns hat Kraft, auch für 2 Kreuze. Ist mir das bewusst? Wir singen die 4. Strophe vom Heiligen Kreuze hoch verehrt. Heiliges Kreuz, du Sieges Zeichen, selig wer auf dich vertraut, sicher wird sein Ziel erreichen, wer auf dich im Leben schaut, sei mit Mund und Tat verehrt, Kreuzschirm Christi meines Herrn. Einstmals sehen wir dich verkehren, strahlend gleich dem Morgenstern. Sechste Station. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Veronika steht am Wegrand und kann nicht anders,
Sie fasst sich ein Herz und reicht Jesus ein Tuch, indem er sich abtrocknet und sich so sein Antlitz im Tuch abdrückt. Heute möchten wohl viele Angehörige ihre lieben Verwandten im Krankenhaus und in den Pflegeheimen besuchen, um ihnen Nähe und Zärtlichkeit zu zeigen. Doch es ist ihnen durch den Coronavirus nicht möglich. Beten wir für alle Leidenden, die sich nach Nähe und Zuwendung sehnen. Und beten wir auch für alle Angehörigen, denen das Abstand halten jetzt schwerfällt. Wir singen das Lied Hab Erbarmen, Herr. Hab Erbarmen, Herr, 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 hab Erbarmen, Herr. Siebte Station. Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Jesus, du bist gefallen. Einmal schon und jetzt ein zweites Mal. Ein Flüchtling in Griechenland erzählt: Ich bin mit meiner Familie aus meinem Land geflohen, weg von Krieg, Not und Tod. Auf der Flucht haben wir uns verloren. Jetzt bin ich allein hier im Flüchtlingslager. Und jetzt bin ich am Coronavirus erkrankt. Es gibt nur einen Wasserhahn für die vielen Menschen, die hier leben. Die hygienischen Bedingungen sind furchtbar. Werde ich es überleben? Werde ich Kraft haben, noch einmal aufzustehen? Wir bitten dich, Gott, für alle Menschen, die in Armut und Not leben und jetzt von der Corona-Pandemie noch ärger doppelt getroffen sind. Wir singen das Lied O Christe, Domine Jesu. O Christe, Domine Jesu, O Christe, Domine Jesu, O Christe, Domine Jesu, O Christe, Domine Jesu.
8. Station. Jesus begegnet den weinenden Frauen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Jesus mahnt die Frauen am Rand des Weges. Weint nicht über mich, weint lieber über euch und über eure Kinder. Jesus, du sahst trotz Schmerzen und Leid die Frauen, die aus Mitleid über dich geweint haben. Jesus, du willst auch uns sagen, weint nicht nur aus Mitleid mit euren Nächsten, sondern lasst euren Nächsten die Liebe spüren, in Worten und Taten. Jesus, hilf uns dabei. Wir singen das Lied, wo die Güte und die Liebe wohnt. Wo die Güte und die Liebe wohnt, dort wohnt der Herr. Wo die Güte und die Liebe wohnt, dort wohnt der Herr. 9. Station. Jesus fällt das 3. Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Der 3. Sturz. Jesus resigniert nicht. Er schmeißt nicht das Handtuch, obwohl seine menschlichen Kräfte fast am Ende sind. Er geht den Weg bis ans Ende in der Gewissheit, dass sein Vater Gott bei ihm ist. Jesus, unser Erlöser, bleibt seiner Sendung bis zu den letzten Worten. Es ist vollbracht, treu. Wer im Leben immer wieder fällt oder versagt, ist irgendwann ganz unten und riskiert es, dass er keinen mehr hat, der ihn auf die Beine hilft. Der Gedanke liegt nahe, es hat ja doch keinen Sinn. Auch Jesus wirkt in dieser Szene wie erdrückt von dem übermächtigen Kreuz, das ihn zum wiederholten Mal niederstreckt. Aber streckt in diesem Fall Jesu nicht auch Hinweis auf die Solidarität Gottes mit denen, die am Boden zerstört sind, die immer wieder ins Schleudern kommen? Wenn Jesus gleich mehrfach am Boden liegt, begibt es sich auf die gleichen Ebene zu denen, die von anderen und vielleicht sogar von sich selbst aufgegeben sind. Gott will in Jesus auch an solchen Menschen dranbleiben. Seine Wege führen so tief hinunter, wie wir es nie ausdenken können. Jesus, die wiederholte Darstellung deines Fallens provoziert uns. Es zeigt sich, wie wenig du in unser Denken passt. Wo wir geneigt sind, über Menschen, die ständig versagen,
das Urteil vergeblich zu sprechen. Hast du noch das Wort der Vergebung? Wir brauchen ein neues Denken, das sich am Maßstab deiner Liebe orientiert und die Gefallenen nicht allein lässt. Singen wir das Lied Deinen Tod, o Herr, verkünden wir. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, deine Wiederkunft erwarten wir, bis du kommst in Herrlichkeit. 10. Station. Jesus wird seiner Kleider beraubt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Würfel. Die Soldaten spielen um Jesu Kleider. Zu wertvoll ist das Gewand, um es zu zerteilen. Es ist ein Glücksspiel. Alles oder nichts. Wer gewinnt, wird sich freuen. Wer verliert, wird sich ärgern. Dieses Glück wird nicht lange anhalten. Immer mehr wollen die Menschen. Wann kapieren sie endlich, dass Beziehungen und Begegnungen wertvoller sind als materielle Dinge? Wir singen das Lied Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Wo Güte und Liebe herrscht, da ist Gott. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 11. Station. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Sie nageln ihn fest am Kreuz, den leidenden Gottesknecht. Wo werden Menschen heute festgenagelt? Überall dort, wo Menschen festgehalten werden, zum Beispiel in den Familien, wo Gewalt im Spiel ist, in den Flüchtlingslagern, in der Schubhaft, in der Zwangsarbeit im Rahmen von Menschenhandel.
Wir bitten dich, Gott, um dein befreiendes Eingreifen. Wir singen das Lied Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. 12. Station, Jesus stirbt am Kreuz. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Im Griechischen tetelestai ist ein Gesetzeswort. Es wurde für unterschiedliche Dinge verwendet. Einerseits hat es ein General verwendet, wenn er am Hügel stand und seiner Truppe beim Kampf zuschaute, den Überblick hatte und sah, dass die Feinde sich zurückzogen. Dann rufe tetelestai, es ist vollbracht, um seinen Soldaten zu sagen, der Feind ist besiegt, der Kampf ist gewonnen. Das Wort wurde auch verwendet, wenn man Schulden bei einem Händler hatte. Wenn man die letzte Rate gezahlt hat, hat der Händler oder die Händlerin auf die Rechnung quer drüber geschrieben, tetelestai, es ist vollbracht. Die Schuld ist beglichen, es ist nichts mehr zu zahlen übrig. Dieses Wort wurde auch verwendet, wenn jemand verurteilt wurde und ins Gefängnis kam, gab es eine Urkunde, die an seine Gefängnistür geheftet wurde, mit dem Vergehen, das er begangen hat, das sie begangen hat. War die Haft abgesessen, ging die Person zum Richter mit dieser Urkunde und der Richter oder die Richterin hat draufgeschrieben, tetelestai, die Schuld ist beglichen, die Person ist frei und kann nie wieder belangt werden für dieses Vergehen. Interessant ist auch die Verbform, in der das Wort verwendet wird, tetelestai. Es ist eine Verbform, die in der Vergangenheit geschehen ist, aber bis heute eine Auswirkung hat. So hat Jesus für uns den Tod erlitten, einen qualvollen Tod. Und dieser Tod hat Auswirkungen bis heute. Es ist bis heute vollbracht, bis heute alle Schuld getilgt, bis heute der Kampf besiegt, der Feind besiegt, die Schlacht gewonnen. Bis heute gilt, dass wir frei sind. Jesus, danke, dass du ein für alle Mal alles vollbracht hast, dass du uns frei gemacht hast, frei von Krankheit, von Tod, von Sünde. Beten wir für alle, die dich nicht kennen, die nicht wissen darum,
dass du es vollbracht hast. Ein für allemal. Wir singen Gott aller Liebe, Quelle des Lebens. Gott aller Liebe, Quelle des Lebens. Gott aller Liebe, Quelle des Lebens. 13. Station. Jesus wird in den Schoß seiner Mutter gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Der tote Leib Jesu im Schoß seiner Mutter. Mir ist eingefallen, es gibt so viele Mütter, die ihr Kind schwerkrank oder tot im Arm, im Schoß halten. In den Flüchtlingslagern, in den Kriegen und Kinder, die an Hunger sterben. Maria hüllte ihren Sohn in den Mantel ihrer Liebe. Und ich denke, wir können das heute genauso umsetzen, dass ihre Mütter die Kinder, die sie im Arm tragen, im Schoß halten, mit ihrer ganzen Liebe umhüllen. Stärker als der Tod ist die Liebe. Empfehlen wir alle diese Mütter der Schmerzensmutter an. Sie ist Zuflucht der Menschen in Not und Leid, Mutter des Trostes. Wir singen das Lied Christi Mutter stand mit Schmerzen. Christi Mutter stand mit Schmerzen bei dem Kreuz und weint von Herzen, als ihr lieber Sohn erging. Durch die Seele voller Trauer, schneidend unter Todesschauer, jetzt das Schwert des Leidens ging. Welch ein Schmerz, der auserkoren, war sie seinen Eingeborenen, wie mit dem Tode rang. Angst und Jammer, Freude und Bangen, alles Leid hielt sie umfangen, das nur je ein Herz durchdrang.
Christus, lass bei deinem Sterben mich mit deiner Not ererben, Sieg und Preis nach letztem Streit. Wenn der Leib dann sinkt zur Erde, gib mir, dass ich teilhaft werde, deiner Seele Herrlichkeit. Vierzehnte Station. Jesus wird ins Grab gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Endlich ist der schreckliche Weg beendet. Die endlosen Stunden des heutigen Tages, die mit unvorstellbarem Leid überfüllt waren, sind vorbei. Aber statt dem ersehnten Frieden schleicht sich eine große Leere ein. Jesus, du bist nicht mehr da. Ich habe dir vertraut und du bist nicht mehr da. Hast du mich verraten und ich habe nicht früh genug gemerkt, dass alles, was du gesagt hast, ein Betrug war? Oder bist du ein schwacher Gott und hast gegen den Hass, die Ungerechtigkeit und den Tod selbst verloren? Ich ringe um die Hoffnung, dass es vielleicht doch nicht das endgültige Ende ist, aber die Zweifel sind zu groß. Was bleibt in so einem Moment bestehen? Der Glaube zu klein, die Hoffnung zu schwach. Das, was ich mit dir, Jesus, erlebt habe, das ist schon lange her. Das Einzige, was in so einem Moment bleibt, bist du. Du hast nämlich wirklich den Tod besiegt. Und du setzt den ersten Schritt, um jeder von uns dort zu begegnen, wo sie gerade ist. Du rufst uns beim Namen wie Maria aus Magdala und lässt dich erkennen. Wie mit den Emmaus-Jüngern machst du dich mit uns auf den Weg, um mit uns zu sein. Du bist nämlich nicht nur der stärkste und mächtigste Gott, der Tod und Verzweiflung besiegt hat, sondern auch ein unendlich liebender, barmherziger und treuer Gott. Wir singen das Lied Christus, dein Licht. Christus, dein Licht, erklärt unsere Schatten, lasse nicht zu, dass das Dunkel zu uns spricht. Christus, dein Licht, erstrahlt auf der Erde und
Du sagst uns auch, ihr seid das Licht. Christus, sein Licht, verkehrt unsere Schatten, lasse nicht zu, dass das Dunkel zu uns spricht. Christus, dein Licht, erstrahlt auf der Erde, und du sagst uns auch, ihr seid das Licht. Pilatus, weinende Frauen, Maria, Simon von Cyrene, Veronika, Soldaten, Jesus. Wir sind den Weg mit euch und vor allem mit dir, Jesus, gegangen und mit all den Menschen, die Schlimmes erleiden, mit all den Menschen, die heute auf der ganzen Welt deinen Kreuzweg gehen, mit all den Menschen, die heute via Livestream mit uns hier in der Kapelle waren. Danke, Jesus, dass du diesen Weg für uns gegangen bist, dass du ein für alle Mal alles vollbracht hast. So bitten wir um den Segen für diesen besonderen Tag, für diesen besonderen Drei-Einen-Tag von gestern bis zur Osternacht. Segne du uns, du Vater, du Sohn und du Heiliger Geist. Amen. Danke, dass ihr mitgegangen seid mit Jesus und mit uns. Danke, dass ihr immer wieder mit uns unterwegs seid. Wir freuen uns wirklich sehr darüber, in dieser Zeit der Isolation Verbindung haben zu können auf diese Weise. Und wir laden euch ein. Der Dreieine-Tag geht bald zu Ende, die Osternacht kommt. Und am Ostersonntag um 18 Uhr übertragen wir unser Abendgebet, unser erstes österliches Abendgebet, wo wir alle wieder Halleluja singen können.